Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte, Folge 43. Warum bin ich traurig? Ich fühle mich leer. Marie war mein Gast. Ich kann nicht aufhören, an sie zu denken. Was passiert mit mir? Sie wird nicht zurückkommen. Ich bin ganz allein in diesem Haus. Ich habe keine Familie, ich habe nur Geld. Oh Gott! Ich kann mich nicht kontrollieren. Warum weine ich? Ich sollte glücklich sein. Ich habe ein Haus. Ich werde meine neue Firma eröffnen. Warum fühle ich mich traurig? Ich werde mich ändern. Ich werde mich um unser Baby kümmern. Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Du wirst keine Kleider nähen. Ich werde mich um dich kümmern. Ich werde nie wieder Bier anfassen, ich verspreche es dir, meine Liebe. Ich bin immer noch geschockt. Wirst du dich wirklich um mich kümmern? Ich weiß, dass du wieder Bier trinken wirst. Du kannst mir jetzt die Wahrheit sagen. Was passiert gerade? Ich verstecke nichts, ich liebe dich wirklich. Ich habe meine Fehler erkannt, du kannst mich schlagen. Du kannst alles tun, ich werde alles sagen. Ich bereue meine Liebe. Du bist ein Juwel, ich will dich nicht verlieren. Mein Baby kommt auch auf die Welt. Ich werde dir Tee machen, ich bin gleich zurück. Alex, ich sollte ihn anrufen. Er muss sich Sorgen um mich machen. Marie ruft mich an. Oh Gott! Träume ich etwa? Hallo Marie, geht es dir gut? Was ist mit dir passiert? Brauchst du mich? Hat dein Mann dich geschlagen? Bitte sag etwas. Alex, bitte beruhige dich, mir geht es gut. Geht es dir gut? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Mir geht es gut, Marie. Danke, dass du mich angerufen hast, ich freue mich für dich. Dein Mann liebt dich jetzt. Ich werde dich sehr vermissen. Ich vermisse dein Essen. Ich glaube, ich muss eine Haushaltshilfe einstellen. Sei nicht traurig, ich werde dich eines Tages besuchen. Du hilfst mir sehr, Alex. Ich war obdachlos. Du hast mich in deinem Haus übernachten lassen. Danke noch einmal. Pass auf dich auf, Marie. Gute Nacht. Hallo, ich habe meine Frau gefunden.
Du kannst morgen hierher kommen. Du kannst meine Frau und mein Baby nehmen, ich habe es dir versprochen, okay? Ich habe es verstanden, ich werde auf dich warten. Sie ist Alexanders Mutter. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Claudia, wie geht es deiner Mutter? Ihr geht es gut. Sie ist nach France gereist für ein Geschäftstreffen. Sie wird in ein paar Tagen zurückkommen. Kann ich hier bei dir bleiben? Du weißt, ich kann nicht allein zu Hause leben. Natürlich, Liebling. Deine Mutter ist meine beste Freundin. Du musst dein Gepäck packen. Ich fahre nach New York. Ich werde meinen Sohn treffen. Du solltest mit mir kommen. Was? Bist du sicher? Ich vermisse Alexander sehr. Okay, ich werde mit dir gehen. Ich bin super aufgeregt. Ich werde mein Gepäck packen. Ich werde dich bald sehen. Okay, Claudia, wir werden so viel Spaß haben. Claudia ist ein gutes Mädchen, sie ist perfekt für Alexander. Sie ist reich, genau wie wir. Sie ist gut ausgebildet. Ich werde mit Alexander sprechen. Alexander muss Claudia heiraten. Ich will mehr. Sie ist meine Liebe. Bitte hilf mir. Ich muss sie finden. Sie war mit einem Jungen. Sie sieht jemanden. Wie ist das möglich? Reiß dich zusammen, wir werden sie finden. Du hättest kein Bier trinken sollen. Du bist jetzt ein alter Mann, dein Zimmer ist dort drüben. Du musst schlafen, okay? Ich gehe ins Bett. Ich werde dort Essen kochen. Dummkopf, du musst dort schlafen. Wann wirst du dich ändern? Guten Morgen, Mom. Matteo hat mir von dir erzählt. Kommst du wirklich? Ja, ich komme. Ich habe dich sehr vermisst, mein Sohn. Dein Vater wird sich hier um das Geschäft kümmern. Ich habe eine Überraschung für dich. Wirklich? Ich möchte dir auch etwas sagen, Mama. Ich bin sehr glücklich. Bitte komm bald. Ich kann es kaum erwarten, es dir zu erzählen. Oh, wirklich? Was willst du mir erzählen? Ich kann es kaum erwarten, bitte sag es mir jetzt. Ich möchte die guten Nachrichten hören. Nein, Mom, ich kann es dir nicht am Telefon sagen. Bis bald, pass auf dich auf. Guten Morgen, Alexander. Guten Morgen, meine Mutter kommt, ich werde ihr von dir erzählen. Niemand kann uns trennen. Ich bin heute so glücklich. Ich glaube, ich träume, ich habe jetzt eine Familie. Ich habe meine Liebe gefunden. Wir werden bald heiraten. Passiert das wirklich? Ich kann es nicht glauben. Ich hoffe, dass ich nicht träume. Du träumst nicht, das passiert wirklich.
Meine Mutter wird dich mögen. Ich kann nicht ohne dich leben, Mia. Guten Morgen, Alexander. Dein Frühstück ist fertig. Alle warten auf dich. Herzlichen Glückwunsch, Mia. Lena hat mir von dir erzählt, ich freue mich so für dich. Alexander und du seht gut zusammen aus. Ich werde euch unterstützen. Alexanders Mutter kommt. Er wird bald mit seiner Mutter sprechen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Es bedeutet mir sehr viel. Lass uns frühstücken. Guten Morgen, mein Schatz. Du schläfst noch. Brian, du bist heute früh aufgewacht. Ich möchte jetzt nicht aufstehen, ich bin ein bisschen müde. Keine Sorge, meine süße Frau. Ich werde Tee machen, du kannst weiter schlafen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.